Hallo und herzlich willkommen bei Pour le Plaisir. Ich zeige euch heute, wie ihr super einfach einen leckeren, ganz leckeren Käse herstellen könnt. Vielen Dank an meinen mazedonischen Kollegen, der mir das Rezept dafür verraten hat. Also, dafür brauchen wir Milch, 2 Liter habe ich hier, Salz, das Rezept findet ihr unten nochmal in der Infobox, etwas weißen Balsamico-Essig, es geht aber auch jeder weiße neutrale Essig. Dann brauchen wir ein Passiertuch, ich habe hier ein ganz normales Mulltuch genommen. Und ein Sieb. Das war es eigentlich auch schon. So, wir erhitzen die Milch langsam. Immer schön aufpassen, dass sie nicht anbrennt. Auf 85 Grad. Wenn ihr kein Thermometer habt, ist das auch nicht wild. Ja? Wenn es ein paar Grad mehr hat, mir ist es hier auch ein bisschen heißer geworden. Wenn es kurz vorm Sieden ist, einfach runterziehen, dann passt das ja auch. So, seht ihr, hier ist schon fast 90 Grad. Dann nehme ich das runter und jetzt gebe ich nach und nach den Essig dazu. Das fängt dann relativ schnell an auszuflocken. Also wartet immer so ein bisschen zwischendrin, bis ihr mehr Essig reinschüttet. Und dann werdet ihr sehr schnell sehen, dass sich das Eiweiß von der Flüssigkeit trennt. Hier geht es schon los. Die Flüssigkeit ist hier noch recht milchig. Also ich hätte hier direkt noch einen Schuss Essig reinmachen können. Das habe ich dann aber nachträglich getan, das seht ihr aber gleich noch. Und das ist jetzt im Prinzip unser Eiweiß, was den Käse, die Käsegrundlage bildet. Geht also wirklich ganz einfach. Viele Käse werden mit Lab hergestellt. Das ist ein Enzym, ich glaube aus dem Magen einer Kuh, meine ich. So, jetzt habe ich mir hier ein Blech drunter gestellt. Dann kommt dieses Tuch. Ich habe es ein bisschen feucht gemacht vorher, damit nicht zu viel von der Flüssigkeit aufgesaugt wird. Jetzt passieren wir das Ganze einfach. Wichtig bei solchen Geschichten ist, gerade wenn man mit Milchprodukten arbeitet oder mit Fleisch, Fisch, dass man sauber arbeitet. Weil diesen Käse will ich ja auch ein paar Tage aufheben. Der kommt nachher in eine Salzlake ran, das konserviert. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr sauber arbeitet. Das heißt, saubere Tücher, saubere Hände natürlich sowieso immer. Immer schön vorher die Hände waschen, damit ihr keine Verunreinigungen reinbekommt. So, das ist jetzt der Rest. Dann fülle ich das Ganze um in einen Topf. Wie ihr hier seht, die Flüssigkeit, das ist eigentlich die Molke, ist noch relativ weiß. Das heißt, es ist noch Milcheiweiß drin. Das hätte ich ganz einfach rauslösen können mit ein wenig mehr Essig. Ich mache das jetzt einfach nochmal warm. Gebe noch einen Schuss Essig dazu. Und dann holen wir das letzte bisschen Eiweiß auch noch raus. Immer ein kleines bisschen warten, weil es dauert immer einen Moment, bis es reagiert. Und so sollte die Flüssigkeit dann aussehen. Das ist die Molke, die ist ganz klar, also kann man wirklich durchsehen, die ist nicht mehr weiß. So, den Rest sieben wir jetzt auch noch ab. Und ich sage immer nichts zur Haltbarkeit bei solchen Sachen, weil es kommt wirklich immer ganz darauf an, wie lagert ihr den Käse, wie gut ist euer Kühlschrank, wie sauber habt ihr gearbeitet. Also immer ein sauberes Gefäß auch nehmen, wo der reinkommt. Nie die Finger reinstecken oder solche Sachen. Immer eine Gabel nehmen oder einen Löffel nehmen. Also der kann sich 6 Wochen, 6 Monate halten. Der kann aber auch nach 2 Tagen schon kaputt sein, wenn ihr irgendwelche Verunreinigungen drin habt. So, jetzt machen wir die Seite noch sauber. Und dann pressen wir das Ganze. Ihr könnt das, wenn ihr ein schweres Gewicht nehmt, einfach ein paar Stunden pressen. Das reicht. Ich habe jetzt hier einen Beutel mit Wasser draufgelegt und habe es einfach im Kühlschrank über Nacht gepresst. Aber wie gesagt, das müsst ihr nicht über Nacht machen. Das geht auch ein bisschen schneller. Aber ich hatte es nicht eilig. So, das ist jetzt alles noch warm. Deswegen würde ich ein bisschen warten, bevor ihr das in den Kühlschrank tut. Die Molke, also die Flüssigkeit, heben wir auf. Das ist mein Gewicht, ist nicht wirklich schwer, deswegen dauert es länger. Aber wie gesagt, wenn ihr ein schwereres Gewicht habt, was drauf passt, geht das auch. So, das ist jetzt am nächsten Tag. Der Käse ist schon ein bisschen fester geworden, hat eigentlich schon eine ganz schöne Form. Jetzt wird er gesalzen. Das Salzen ist wichtig einmal für den Geschmack, aber natürlich auch für die Haltbarkeit. Ja, also das Salz hält mehr Mikroorganismen fern, Schimmel etc. Wenn ich zu wenig Salz nehme, kann es passieren, dass er schlecht wird, der Käse. Deswegen
sollte diese Lake auch salzig schmecken nachher. Aber wir salzen den Käse erstmal so. Das zieht nochmal ein bisschen Flüssigkeit raus. Und dann geben wir unsere Molke mit dem Salz, was jetzt an dem Käse ist, einfach drauf. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Also ich habe den jetzt 3-4 Stunden liegen lassen. Wenn ihr wolltet, könntet ihr den auch nochmal über Nacht im Kühlschrank so lagern. Ist aber nicht nötig, weil nachher, wie gesagt, das die Lake, die drauf kommt, beziehungsweise die Molke, die ist ja dann auch nochmal salzig. Wirklich großzügig sein mit dem Salz. Unten habe ich nochmal die Menge reingeschrieben, die ihr braucht. So, Deckel drauf. Luftdicht ist auch mal wichtig. Der größte Freund von Schimmel ist Feuchtigkeit und Luft. So, und jetzt kommt unsere Molke. Die war über Nacht natürlich auch im Kühlschrank. Drüber. Schön bedecken, damit das wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Wenn keine Luft reinkommt, wird es auch nicht schlecht. So, und so ist der Käse, ich würde mal sagen, bestimmt 2 Wochen haltbar. Checkt es vorher immer, wenn es unangenehm riecht. Probiert ein kleines bisschen, wenn es unangenehm schmeckt oder so. Gleich weg, aber normalerweise hält er sich relativ lange so. Aber ihr werdet ihn sowieso schnell essen, glaubt mir, weil er ist wirklich lecker. So, das war auch schon das Video. Ich zeige euch kurz noch, wie er aussieht. Das war jetzt ein Tag im Kühlschrank in der Lake. Ihr könnt ihn also direkt am nächsten Tag ruhig essen. Hat die Form sehr schön behalten, ist schön fest. Ist ein bisschen wie, ähnlich wie ein Feta-Käse vielleicht, vergleichbar. Frischkäse, Feta-Käse. Leicht körnig. Und man kann ihn jetzt natürlich noch aromatisieren. Ein bisschen Olivenöl drauf, ein paar Kräuter. Lecker mit Tomaten morgens zum Frühstück. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Wenn ihr meine Rezepte teilen möchtet auf Facebook oder per E-Mail, freue ich mich natürlich auch. Und über eure Kommentare, wie hat es euch gefallen? Oder würdet ihr sowas überhaupt zu Hause machen? Ist euch der Aufwand zu groß? Freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.